Da haben wir den Vicomte. Hoi, Schimmeli. Das ist auch eine Aufgabe des Tierarztes, dass er schaut, ob er das richtige Ross vor sich hat. Unter Umständen tut man sogar einen Chip ablesen. Zum Starten muss die Influenza-Impfung absolut korrekt sein. Das heisst, dreifache Grundimmunisierung und jährliche Wiederholungsimpfung. Und auf den Tag nicht zu lang. Kürzer darf es immer sein, aber ja nicht mehr als ein Jahr. Das Ross anschauen, bevor man es auf die Strecke lässt. Weil es ist auch in der Verantwortung des Tierarztes, dass man nur Ross auf die Strecke schickt, die gesund sind. Und da gibt es objektive Kriterien und ein bisschen mehr subjektive Kriterien, ob es dem Ross gut geht. Das naheliegendste objektive Kriterium ist, dass es nicht hinkt, das schauen wir nachher, und dass der Puls unter 64 Schläge pro Minute ist. Nationaler Ritt in der Schweiz nehmen wir den mit dem Stethoskop. Es gibt auch elektronische Geräte, wo man es dann gerade auf einem Monitor schauen kann. Eine Minute zählen, wenn es kritisch ist. Wenn es nicht kritisch ist, kann ich schon nach 15 Sekunden sagen, nein, jetzt ist gut. 40 ist sein Puls, das heisst, alles, also in Bezug auf den Kreislauf ist das jetzt sicher tipptopp. Am Anfang war er ein bisschen höher, weil er wirklich gerade ein bisschen Angst hatte. Das kann sich schnell ändern, aber darum hat jedes Ross und jeder Besitzer auch die Chance, dass man eine Minute lang durchzählt, weil wenn das Ross Angst hat vor der Berührung vom Tierarzt, dann geht der Puls schnell rauf, aber wenn es ihm sonst gut geht, dann kommt der Puls schnell wieder oben runter. Dann haben wir noch weitere Kriterien, die wir jedes Mal anschauen. Das ist die Schleimhaut. Die Schleimhaut ist einfach die Haut, die immer ein bisschen feucht ist. Die sieht man am ringsten im Maul oder in der Nase oder im Auge. Die sollte schön rosa sein, da beurteilen wir die Farbe. Und dann kommt die kapilläre Füllungszeit, das heisst, ich drücke drauf. Und wenn ich den Finger wegnehme, ist es weiss. Und dann zähle ich die Sekunden, bis es wieder schön rosa ist. Also es ist rosa, ich drücke. 21 und schon nach einer Sekunde ist es wieder schön rosa. Wenn das mehr als 2 Sekunden geht, dann ist das ein Hinweis, dass vom Kreislauf her etwas nicht mehr gut ist. Weil das sind ganz feine Gefäßchen, die die Schleimhaut so rosa machen. Und wenn mit diesen feinen Gefäßchen etwas nicht mehr stimmt, dann geht es vom Kreislauf nicht mehr gut. Wo man die Schleimhaut auch gut anschauen kann, ist im Auge. Also nicht im Auge, sondern das Augenlid. Und wenn da noch ein bisschen drückt, dann kommt noch das dritte Augenlid führen. Auch da schaut man die Farbe an. Die kann blass sein, die kann gerötet sein, die kann gel sein, die kann sogar bläulich sein. Also im Normalfall, bei einem gesunden Ross, ist sie schön rosarot. Und das ist sie bei ihm. Dann das nächste, was wir beurteilen, ist der Hautturgor. Das ist die Spannung der Haut. Man könnte die Haut von der Unterhaut ein bisschen wegziehen, Falten machen, loslassen und dann zählen wir, wie lange das geht, bis es wieder schön gespannt ist. Also ich ziehe da. Das Ross kann natürlich auch ein bisschen aktiv dagegen sein. 21, 22. Das darf im besten Fall ist das auch eine Sekunde. Es kann, je ausgerechnet das Ross ist, umso länger geht es, bis sich das wieder streckt. Er hat jetzt Winterfell, darum sieht es aus, als wäre es noch ein bisschen lang gegangen, weil dann einfach die Haare noch ein bisschen stehen bleiben. Das ist dann Sache des Tierarztes, dass er das auch richtig interpretieren kann. Und es ist auch ein bisschen Frage davon, wie das Ross da steht. Oder? Wenn er da keine Spannung auf dem Hals hat und ich dann da ziehe, dann geht es unter Umständen auch länger. Das sind alles Sachen, die der Tierarzt natürlich weiss und in seine Beurteilung mit einfließen lässt. Unsere Verantwortung als Tierärzte ist es, dass wir schauen, dass die Rosse vor dem Start nicht schon irgendein Problem haben, das man annehmen muss, dass es ihnen schadet, wenn man sie auf die Strecke schickt. Das heisst, die Sattellage schauen wir an, die Gurtlage, dann auch den Muskeltonus. Da kann man da schön an der langen Sitzbeinmuskulatur sehen. Dann, wenn das Ross toleriert, schauen wir schnell die Beine an. Also anschauen tun wir es sowieso, anlangen tun wir es nicht, kooperativen Ross halt vielleicht nicht.
Aber wenn man schon etwas sieht, was nicht gut ist dabei, dann hat man schon einen Hinweis, wo man dann natürlich besonders darauf achten muss beim Vortraben. Aber nur weil sie irgendwo die Haare weg hat, wie er jetzt dort unten, oder vielleicht das Überbein, nur wegen dem lassen wir das Ross gleich starten, solange es nicht hinkt. Das liegt dann im Ermessen vom Tierarzt abzuschätzen, ob das Problem vorliegt, das dem Ross könnte während dem Distanzritt Schmerzen verursachen, und das wollen wir ja nicht. Dann hören wir noch die Armgeräusche abhören. Die hört man am besten hier in den Flanken. In der Regel hören wir an 4 Stellen auf beiden Seiten. So ein bisschen oben an den Kniefalten und unten. Beine. Das gibt einem einfach einen Hinweis, ob die Verdauung gut funktioniert, weil es so ein Distanzritt, wo sie halt dann doch pro Runde 2-3 Stunden unterwegs sind, wo sie nicht fressen können und natürlich leistet und unter Umständen extrem leistet, hat natürlich einen Einfluss auf die Verdauung. Und wenn wir da Geräusche hören oder vor allem kein Geräusch mehr hören, dann gibt dann das auch einen Hinweis, dass man ein bisschen aufpassen muss. Als Tierarzt kann ich nur Tipps geben. Ich kann sagen, es ist nicht mehr so gut, vielleicht ein bisschen Tempo rausnehmen, aber was der Reiter schlussendlich daraus macht, ist sein Entscheid. Aber ich habe immer die Möglichkeit zu sagen, fertig, ich befürchte, das Ross nimmt Schaden auf der nächsten Runde, also nehme ich den aus dem Rennen. Die Möglichkeit habe ich immer. Einerseits aufgrund vom, wenn der Puls zu hoch ist, dann gibt es gar nichts zu diskutieren. Dann ist das Ross aus. Zu diskutieren gibt es eigentlich sowieso nichts. Das ist der Entscheid vom Tierarzt. Unter Umständen von 3 Tierärzten. Wenn es ein bisschen kritisch ist, dann hat man immer die Möglichkeit, dass man das dritte ein Ross anschaut. Und dann gibt es einen Mehrheitsentscheid, der sagt, fertig, nicht mehr weiter. Oder gut, darfst du auf die nächste Runde, respektive im Ziel sagen, jawohl, bestanden. Und bestanden heisst immer, dass das Ross so zu Weg ist, dass man es eigentlich nochmal auf eine Runde schicken könnte. Fit to continue ist der englische Ausdruck und heisst einfach bereit zum Weitermachen, obwohl es im Ziel ist. Gut, nach der metabolischen Untersuchung kommt das Vortraben auf gerader Linie, weg vom Tierarzt, ist gut, kannst gehen. Ich schaue hier auf die Öhrchen und auf die Hüfthöcker, ob das schön symmetrische Bewegungen sind. Der Schweif hebt ein bisschen schief, das ist aber nicht eine Lahmheit, das darf er. Das ist einwandfrei. Gut, Beine. Bei der Abschlussuntersuchung, wenn alles gut ist, das Ross den Ritt bestanden hat, dann gibt es auch gerade eine Transportfreigabe. Das ist das Zettel, das der Reiter dann auf dem Sekretariat gegen den Pass eintauschen kann. Und sobald er den Pass hat, darf er auch wieder heim. Wenn bei der Abschlussuntersuchung der Tierarzt etwas nicht gefallen hat an dem Ross, dann kann es sein, dass wir sagen, zeig das Ross nochmal in einer Stunde, in 2 Stunden, je nachdem. Und schauen, dass es Wasser trinken kann, dass es fressen kann, dass es eine warme Decke bekommt oder das Gegenteil, dass man es kühlen kann. Da geben wir dann Tipps. Und dann müssen wir das Ross nochmal sehen. Und wenn es dann besser ist, dann gibt es auch die Transportfreigabe. Wenn es allenfalls sogar nicht besser ist, dann kann es auch sein, dass man sagt, jetzt müssen wir es behandeln. Und für das sind wir auf dem Platz auch eingerichtet.